Hallo, herzlich willkommen zum Videovortrag. Mein Name ist Paul Roerich. Das heutige Thema lautet: Stärken Sie Ihr Immunsystem durch die Reduzierung Ihres Körpergewichts. Bei Übergewicht hat der Körper einen höheren Sauerstoffbedarf. Das bedeutet, dass die Lunge stärker arbeiten muss. Je nach körperlicher Verfassung kann es sein, dass die Körperzellen nicht genügend Sauerstoff aufnehmen können. Dadurch kann sich ein chronischer Sauerstoffmangel entwickeln. Das kann zum Beispiel beim Schlafen zu Atemaussetzer führen, wodurch dann die Sauerstoffaufnahme wieder beeinträchtigt wird. Auch das Herz muss bei Übergewicht mehr leisten, weil nur so ausreichende Durchblutung des Fettgewebes gewährleistet ist. Das belastet das Herz ebenso wie der erhöhte Blutdruck, der auch durch Übergewicht zustande kommt. Übergewicht kann ebenfalls zu schneller Ermüdbarkeit oder Depressionen führen. Des Weiteren führt Übergewicht zu stärkeren Belastungen der Gelenke, Wirbelsäule, Knie oder auch Hüftgelenk. Ein Hypnose-Coaching kann zum Beispiel sehr hilfreich sein. In einer tiefen Entspannung lässt sich das Verhalten leichter verändern. Wie das genau funktioniert, können Forscher noch nicht sagen. Doch wissenschaftliche Studien konnten die Wirksamkeit von Hypnosetherapie zur Gewichtsabnahme nachweisen. Wenn Sie mit Ihrem Unterbewusstsein arbeiten, werden Sie automatisch beim Essen achtsam sein. Verhaltensänderungen fallen uns schwer, vor allem der Verzicht auf Genuss, weil alles, was ein Mensch regelmäßig macht, in seinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, geschehen viele Dinge im Alltag von selbst. Schon aus Zeitökonomie greift unser Nervensystem im Wachzustand auf bewährte alte Programme zurück. Diese erfolgen im Hintergrund, ohne dass wir es bemerken. Auch unsere Ernährungsgewohnheiten laufen auf solch unbewussten Programmen. Um diese automatisierten Abläufe zu durchbrechen, ist viel Willenskraft nötig. Um die schwindet gerade beim Thema Abnehmen, sobald die ersten Erfolge nachlassen. Darum sind Abnehmerfolge so häufig nur von kurzer Dauer. Anders läuft das, wenn Sie mit Ihrem Unterbewusstsein arbeiten. In Trancezustand sind die vernunftgelenkten Wege des menschlichen Denkorgans ausgeblendet. Darum gelingt es Ihnen,
in hypnotischer Trance eingeschliffene Gewohnheiten wahrzunehmen und Anweisungen für neue, achtsame Essgewohnheiten im Unterbewusstsein zu verankern. Wie das neurobiologisch im Detail vonstatten geht, wissen bislang weder Hirnforscher noch Psychologen. Doch Tatsache ist, bestimmte Hirnareale werden ausgeschaltet. Beispielsweise konnten Forscher zeigen, dass bei Operationen unter Hypnose der Schmerzreiz im Hirn messbar ist. Doch der Patient empfindet keinen Schmerz. Bei dieser Umorganisation des Gehirns im Dämmerzustand können alte Verhaltensmuster leichter aufgelöst werden als im Wachzustand. Die Hypnose ist vor allem Vertrauenssache. In vielen Köpfen lebt noch der Mythos vom Hypnotiseur, der seinen willenslosen Klienten manipuliert. Doch eine individuelle Hypnosesitzung hat mit einer Hypnoseshow nichts zu tun. Es gibt allerdings unterschiedliche Ausbildungswege und Methoden. Da die Bezeichnung Hypnotiseur nicht geschützt ist. Das Wichtigste ist, die Chemie muss stimmen. Bevor man sich in die Hände eines Hypnotiseurs gibt, sollten in jedem Fall ein Vorgespräch stattfinden. Dabei stellt sich heraus, ob Coach und Klient zusammenarbeiten möchten. Der hypnotische Zustand ist auch ohne die körperliche Anwesenheit eines Hypnotiseurs oder Therapeut per Telefon möglich. Das funktioniert sogar besonders gut, da die Klienten sich vollkommen ungestört und sicher in ihren eigenen Räumen fühlen. Sie können vollkommen bei sich selbst sein. Sie können nur verändern, was ihnen bewusst ist. In der Hypnose geht es nicht darum, ihnen Speis und Trank zu verbieten, sondern ihnen ihr Essverhalten bewusst zu machen. Sie lernen bei der Ernährung achtsam zu sein, ihr Essen zu genießen und vor dem Völlegefühl satt zu sein. Das können Sie allerdings sehr gut mit Hilfe von Hypnose und Suggestion. Um möglichst langfristige Erfolge zu erzielen, arbeite ich immer mit 3 unterschiedlichen Instrumenten. Wer ein Hypnose-Coaching bei mir bucht, bekommt dazu 2 Dateien zum regelmäßigen Training. Eine Datei führt in die Tiefenentspannung, eine weitere enthält Affirmationstexte zum Nachsprechen, damit sich die neuen Essgewohnheiten dauerhaft im Unterbewusstsein verankern können. Wenn diese Texte Ihr Unterbewusstsein erreicht haben, ist es so, als würden Sie sich selbst beim Essen
über die Schultern schauen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Bis zum nächsten Video, Ihr Paul Röhrig.